Szanowni Państwo, w imieniu pana profesora Heisiga mam przyjemność wręczyć nagrody Leopoldiny dwóm zasłużonym badaczom. Mam też przyjemność odczytać przemówienie, jakie pan profesor zechciał przygotować dla naszych laureatów. Der Leopoldiner Forschungspreis für das Projekt eines hochqualifizierten Wissenschaftlers der Universität wird für das Jahr 2020 zum 6. Mal verliehen, nachdem er vom Rektor öffentlich ausgeschrieben worden war. Satzungsgemäß gilt die Auszeichnung einer bereits abgeschlossenen Arbeit auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften, die deutsch-polnische oder europäische Aspekte berücksichtigt. Aus den neu eingerichteten Arbeiten hatte ein Kuratorium, das paritätisch aus polnischen und deutschen Hochschullehrern zusammengesetzt ist, einstimmig ein Projekt ausgewählt, das mit dem Leopoldiner Forschungspreis der Professor Norbert und Barbary Heisiga Stiftung in Höhe von 20.000 Zloty ausgezeichnet wird. So wird der Preis heute Herrn Professor Wojciech Kunicki für seine Buchveröffentlichung mit dem Titel Germanistische Forschung und Lehre an der Königlichen Universität zu Breslau von 1811 bis 1918 verliehen. Die im Jahr 2019 veröffentlichte Monographie umfasst 442 Seiten und berücksichtigt besonders die Studien zur neueren deutschen Literatur- und Kulturgeschichte. Der Band konzentriert sich auf die Darstellung der bedeutendsten Gelehrten der Universität und ist ein Beitrag zur Germanistikgeschichte der zweitwichtigsten preußischen Universität, mit dem zugleich die Pionierrolle Breslaus im 19. Jahrhundert herausgearbeitet wird. Der Autor ist Inhaber eines Lehrstuhls am Germanistischen Institut der Universität Wrocław. Das hier vorgelegte bedeutende Werk ist eine wissenschaftliche Leistung von höchster Qualität und entspricht den Anforderungen des Leopoldiner Forschungspreises in vollem Umfang. Ich möchte Sie, Herr Professor Kunicki, nun bitten, die Urkunde in Empfang zu nehmen. Gratulacje, Panie Profesorze. Magnifizenz, sehr verehrter Herr Professor Heisig, das ist für mich persönlich eine besondere Ehre, dass Sie mich gerade mit Ihrem Preis, also mit dem Preis Ihrer Stiftung, so großzügig geehrt haben. Das ist ja eine Auszeichnung für einen Wissenschaftler, der sich schon seit Jahrzehnten mit Schlesien beschäftigt, obwohl er kein Schlesier ist. Aber ich halte es mir zugute, dass ich gerade ziemlich viele Arbeiten zu Schlesien angeregt und auch veröffentlicht habe. Sie haben mir schon geholfen im Jahre 2017, als wir den Eichendorff-Band in Neiße herausgegeben haben. Und seit dieser Zeit erscheinen mehrere Bücher von mir, gerade in Leipzig, im Leipziger Universitätsverlag, bei dem ich mich auch sehr herzlich bedanken möchte. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft weiterhin produktiv bleibe. Also ich bedanke mich noch einmal sehr für Ihre Großzügigkeit und ich bedanke mich auch bei seiner Magnifizenz, dass er sozusagen mir die Urkunde überreicht hat und auch einige Worte, einige sehr nette Worte eigentlich geflüstert hat. Ich bedanke mich sehr. I w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego jeszcze raz gratuluję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że w imieniu pana profesora Heisiga będę mógł wręczyć panu profesorowi dyplom z okazji otrzymania nagrody Leopoldiny, ale wcześniej chciałbym kilka słów od pana profesora także przeczytać. Der Leopoldiner Forschungspreis für das Jahr 2021 ist Herrn Dr. habilitowany Tomasz Gralak für seine Buchveröffentlichung mit dem Titel Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe zuerkannt worden. Der Autor ist Oberassistent am Institut für Archäologie der Universität Wrocław. In diesem Werk werden mit großem Arbeitsaufwand und bedeutenden Kenntnissen kulturelle Verbindungen zwischen der Hallstattkultur,
der frühen Eisenzeit in Schlesien, der keltischen Latenkultur, der Römerzeit und der Völkerwanderung nachgewiesen. Dabei ist bemerkenswert, dass die analytische Methode zur Erforschung der Daten vom Verfasser selbst erarbeitet wurde. So konnte er wahrscheinlich machen, dass Athen, Rom und Mitteleuropa zusammen den Kanon der europäischen Kultur prägten und sich damit von Entwicklungen in Zentralasien unterschieden. Es handelt sich um eine bedeutende wissenschaftliche Leistung von höchster Qualität und entspricht den Anforderungen des Leopoldiner Forschungspreises in vollem Umfang. Ich möchte Sie, Herr Dr. Gralak, nun bitten, die Urkunde in Empfang zu nehmen. Gratuluję, profesorze. Proszę bardzo. I'd like to say a few words. First of all, I'd like to thank for the prize. This is very important for me because it's the Polish-German prize, which means it's not national, it's international. My book concerns territory of Central Europe between River Rhine and Vistula. People who live there in prehistory most probably are ancestors of modern nations, including German and Polish. In my book, I was trying to analyze the beginnings of European thinking. In fact, this is the base for our civilization. Our history, it's not only political or military conflict, but we have also similar world outlook, common values and philosophy. I'm an archaeologist, so I'm working with material remains of the past. But before any material object is made, there must be an idea and a plan how to make it and then how to use it. Even now, it's possible to understand it. That is why every object is a carrier of meanings and communication medium also. It shows clear information about the producer and the user. In fact, this is a kind of non-verbal language. Therefore, by analyzing material culture, it's possible to recognize thoughts of our predecessors. In my study, I have focused on primarily geometrical and mathematical skills. Surprisingly, archaeology gives a lot of information about it. Remains of houses discovered during excavations gives a great source to study it. It is possible to recognize repeatable unit of measure and the detailed layout of construction. In turn, pottery ornamentation is in fact kind of special organization. For me, it was a starting point for further studies. Knowing rules of construction, it was possible to recognize repetitive principles which had created artistic styles in following periods and cultures. It must be underlined that mode of construction and artistic motives which were used were fully conscious choice, and such a choice is a result of accepted world outlook and way of thinking. This kind of approach corresponds to pre-modern concept of art, which was treated rather as a kind of craft. According to Thomas Aquinas, art est recta ac ratio facibilium, which means art is a proper knowledge of making things. So this is obvious that without knowledge it is impossible to construct anything. Architecture, art, and generally material culture is in fact materializations of basic ideas. Surprisingly, to understand the way of thinking of people from Central Europe, ancient Greek and Roman philosophy is very helpful. Works of Plato, Aristotle, but also Vitruvius and Plotinus explains even details of barbarian material culture. It shows that every society were interested in better understanding of the world and human beings. And it was not restricted only to Mediterranean regions. It is clear that ideas and thoughts were crossing political and ethnical borders and circulating in many parts of Europe. From this point of view, this is a foundation stone of our modern culture. Just like in well-known German folk song, Die Gedanken sind frei. Once more, thank you for the prize.